Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Start in den Tag. Heute sprechen wir über unser Lieblingsmorgenthema, das Morgenritual. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Folge zu verpassen. Morgens aufzuwachen ist für viele eine besondere Zeit. Die Welt scheint noch ruhig zu sein und man hat die Möglichkeit, den Tag frisch zu beginnen. Wie sieht dein perfekter Morgen aus? Für mich beginnt ein idealer Morgen mit einem sanften Weckton. Ich mag es, den Wecker so einzustellen, dass ich ein paar Minuten habe, um mich zu strecken und langsam wach zu werden, bevor ich aus dem Bett steige. Das klingt angenehm. Ich finde, dass ein gutes Frühstück ein wesentlicher Teil eines gelungenen Morgens ist. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Ich bevorzuge ein einfaches Frühstück, vielleicht mit etwas Obst, Joghurt und Haferflocken. Dazu eine Tasse Kaffee, um richtig wach zu werden. Es gibt mir die Energie, die ich für den Tag brauche. Kaffee ist für viele ein Muss am Morgen. Einige schwören aber auch auf Tee oder sogar auf einen Smoothie. Ich denke, es ist wichtig, etwas zu finden, das einem gut tut und den Tag positiv anfangen lässt. Absolut. Neben dem Essen finde ich es wichtig, ein paar Minuten Zeit für sich selbst zu nehmen. Vielleicht ein kurzer Spaziergang oder ein bisschen Meditation, um den Kopf frei zu bekommen. Ja, Bewegung am Morgen kann wirklich Wunder wirken. Es bringt den Kreislauf in Schwung und hilft, sich besser zu konzentrieren. Was hältst du von Musik am Morgen? Musik ist eine großartige Möglichkeit, den Tag zu beginnen. Eine fröhliche Playlist kann die Laune heben und Motivation für die Aufgaben des Tages geben. Was ist deine Lieblingsmusik am Morgen? Ich liebe es, entspannte Musik zu hören, die nicht zu aufdringlich ist. Etwas, das im Hintergrund läuft und eine positive Atmosphäre schafft. Hast du eine spezielle Routine, der du immer folgst? Ja, ich versuche möglichst zur gleichen Zeit aufzustehen und mich an meinen Plan zu halten. Das gibt mir Struktur und hilft mir, den Tag produktiv zu nutzen. Natürlich gibt es auch Tage, an denen das nicht klappt, und das ist auch in Ordnung. Eine flexible Morgenroutine zu haben, ist sicherlich sinnvoll. Manchmal ist es gut, auf den Körper zu hören und sich die nötige Ruhe zu gönnen. Wie gehst du mit stressigen Morgen um? An stressigen Tagen hilft es mir, tief durchzuatmen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich mache mir eine Liste mit Prioritäten, damit ich nicht den Überblick verliere. Und du? Ich versuche, mich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Ein kurzer Moment der Entspannung, vielleicht mit einer Tasse Tee, hilft mir, zur Ruhe zu kommen und den Tag gelassener anzugehen. Das ist eine gute Strategie. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und sich nicht von kleinen Rückschlägen aus der Ruhe bringen zu lassen. Ein positiver Start in den Tag kann einen großen Unterschied machen. Nachdem der Morgen gut begonnen hat, ist es spannend zu sehen, wie sich der Rest des Tages entwickelt. Was sind einige deiner täglichen Gewohnheiten? Ich finde es wichtig, feste Zeiten für meine Mahlzeiten zu haben. Das gibt mir Struktur und hilft, den Tag zu organisieren. Ich plane meine Mittagspause immer um die gleiche Zeit ein.
Das klingt sinnvoll. Ich versuche regelmäßig Pausen zu machen, um neue Energie zu tanken. Ein kurzer Spaziergang oder ein bisschen frische Luft kann Wunder wirken. Hast du eine Lieblingsaktivität für deine Pausen? Ja, ich gehe gerne in der Nähe meines Büros spazieren. Das bringt mich auf andere Gedanken und erfrischt meinen Geist. Frische Luft ist für mich ein Muss. Bewegung ist definitiv wichtig. Ich habe auch angefangen, Yoga in meinen Alltag zu integrieren. Es hilft mir, flexibel und entspannt zu bleiben. Probierst du manchmal neue Gewohnheiten aus? Absolut. Kürzlich habe ich versucht, abends ein Buch statt auf mein Handy zu schauen. Es hilft mir, besser zu schlafen und den Tag ruhig abzuschließen. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich finde, kleine Veränderungen können einen großen Unterschied machen. Wie gehst du mit Aufgaben um, die dir weniger Spaß machen? Ich versuche, sie nicht aufzuschieben und sie gleich morgens zu erledigen. So habe ich sie aus dem Weg und kann den Rest des Tages entspannter angehen. Eine kluge Strategie. Ich setze mir gerne kleine Belohnungen, wenn ich eine unangenehme Aufgabe erledigt habe. Das motiviert mich, sie schneller anzugehen. Belohnungen sind ein guter Anreiz. Manchmal hilft es auch, diese Aufgaben mit einer positiven Einstellung zu sehen und sich auf das Ergebnis zu freuen. Stimmt. Und was ist mit den Abenden? Hast du eine spezielle Routine, bevor du schlafen gehst? Ich lasse den Tag gerne ruhig ausklingen, vielleicht mit einem heißen Tee und einem kurzen Tagebucheintrag, um meine Gedanken zu ordnen. Das klingt entspannend. Ich versuche, mein Handy früh abzulegen und eine entspannende Playlist zu hören, um herunterzukommen. Ein guter Schlaf ist schließlich wichtig. Da hast du recht, ein erholsamer Schlaf ist die Basis für einen erfolgreichen nächsten Tag. Hast du noch Tipps für eine entspannte Abendroutine? Ich finde es hilfreich, das Licht zu dimmen und Kerzen anzuzünden. Das schafft eine gemütliche Atmosphäre und hilft, den Alltagsstress hinter sich zu lassen. Das klingt schön. Kleine Rituale können den Alltag wirklich bereichern und helfen, den Tag positiv abzuschließen. Welche kleinen Veränderungen oder neuen Gewohnheiten hast du in deinen Alltag integriert, um ihn positiver und entspannter zu gestalten? Nach einer entspannten Nacht ist es faszinierend, wie die ersten Minuten des Morgens unsere Stimmung beeinflussen können. Wie fühlst du dich meistens, wenn du aufwachst? Meistens wache ich mit einem Gefühl der Neugier auf. Ich bin gespannt, was der Tag bringen wird. Manchmal bin ich aber auch etwas müde, besonders wenn die Nacht kurz war. Das kenne ich. An manchen Tagen habe ich auch das Gefühl, dass ich einfach noch ein paar Minuten länger schlafen könnte. Aber sobald die Sonne scheint, fühle ich mich oft besser. Ja, Sonnenlicht kann wirklich Wunder bewirken. Es hebt sofort meine Laune. Ein heller Morgen gibt mir Energie und Motivation, den Tag in Angriff zu nehmen. Stimmt. Ich versuche morgens meine Gedanken zu ordnen und mich auf das Positive zu konzentrieren. Ein kurzer Moment der Dankbarkeit hilft mir oft, den Tag mit einem Lächeln zu beginnen. Das ist eine schöne Praxis.
Ich nehme mir manchmal ein paar Minuten, um tief durchzuatmen und mich auf den neuen Tag einzustellen. Es hilft, ruhig und fokussiert zu bleiben. Ein guter Start kann den ganzen Tag beeinflussen. Ich finde, dass ein gutes Frühstück auch eine große Rolle spielt. Ein gesunder Snack hebt meine Stimmung sofort. Absolut. Eine ausgewogene Mahlzeit gibt mir die nötige Energie. Ich mag ein Frühstück, das mich satt macht, aber nicht zu schwer ist. So fühle ich mich den ganzen Vormittag über gut. Manchmal mache ich mir auch Musik an, die mich fröhlich stimmt. Ein paar meiner Lieblingslieder können Wunder wirken, um mich in die richtige Stimmung zu bringen. Musik ist wirklich kraftvoll. Ich habe eine Playlist mit Liedern, die mich motivieren und glücklich machen. Sie sind wie ein kleiner Schub für meine Seele. Es sind oft die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Ein kurzer Blick auf eine schöne Pflanze oder ein Stück Schokolade können auch den Morgen versüßen. Genau, kleine Freuden bereichern den Tag. Ich versuche jeden Morgen etwas zu finden, das mich zum Lächeln bringt. Das gibt mir einen positiven Schub. Und wenn du mal schlecht gelaunt aufwachst, was machst du dann, um die Stimmung zu heben? Dann nehme ich mir extra Zeit für mich, vielleicht ein wenig Meditation oder ein kurzer Spaziergang. Frische Luft und Bewegung helfen mir, die negativen Gefühle loszulassen. Selbstfürsorge ist wichtig. Ich versuche, mir nicht zu viel Druck zu machen und mich nicht zu stressen. Ein langsamer Start kann auch sehr wohltuend sein. Ja, es ist entscheidend, auf sich selbst zu hören und den Tag so zu beginnen, wie es sich richtig anfühlt. So kann man die Herausforderungen des Tages besser meistern. Das stimmt. Ein positiver Morgen kann den Ton für den Rest des Tages setzen. Es ist schön, über die kleinen Rituale zu sprechen, die das Leben bereichern. Welche kleinen Morgenrituale helfen dir, den Tag positiv zu beginnen und dich gut zu fühlen? Nachdem wir uns morgens gut fühlen, ist es wichtig, den Tag sinnvoll zu planen. Hast du eine Routine, die dir hilft, deine Aufgaben zu organisieren? Ja, ich mache mir morgens eine Liste mit den wichtigsten Dingen, die ich erledigen möchte. Das gibt mir Struktur und hilft, den Überblick zu behalten. Das ist eine gute Idee. Ich finde auch, dass eine To-Do-Liste sehr hilfreich ist. Manchmal teile ich meine Aufgaben in kleinere Schritte auf, so wirken sie nicht mehr so überwältigend. Genau, das mache ich auch. Wenn die Aufgaben kleiner sind, fühle ich mich weniger gestresst. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, sie nach und nach abzuhaken. Das stimmt. Ich plane auch immer etwas Zeit für Pausen ein. Das gibt mir die Möglichkeit, durchzuatmen und neue Energie zu sammeln. Pausen sind wichtig. Ich versuche, mich regelmäßig zu bewegen, um meinen Kopf frei zu bekommen. Ein kurzer Spaziergang oder ein paar Dehnübungen helfen sehr. Ich habe gemerkt, dass ich produktiver bin, wenn ich meine Arbeit in Blöcke einteile und zwischendurch entspanne. Das hält meinen Geist frisch. Ja, das ist eine gute Strategie. Ich versuche auch, meine Aufgaben nach Priorität zu ordnen. Was erledigt werden muss, kommt zuerst. Richtig.
Prioritäten setzen hilft, den Fokus zu behalten. Ich plane auch immer Zeit für Unvorhergesehenes ein, damit ich flexibel reagieren kann. Flexibilität ist wichtig. Manchmal läuft nicht alles nach Plan. Und dann ist es gut, darauf vorbereitet zu sein. So bleibt man gelassener. Absolut. Ich finde auch, dass es hilfreich ist, am Ende des Tages zu reflektieren, was lief gut und was könnte ich besser machen. Das mache ich auch. Es ist interessant zu sehen, wie sich die Planung auf die Tagesergebnisse auswirkt. Man lernt ständig dazu. Ja, und es gibt immer Raum für Verbesserungen. Es ist wichtig, geduldig mit sich selbst zu sein und kleine Erfolge zu feiern. Kleine Erfolge sind motivierend. Ich halte mich daran fest, wenn es mal nicht so gut läuft. Das gibt mir Kraft für den nächsten Tag. Genau. Und manchmal hilft es auch, sich mit anderen auszutauschen. Ideen und Tipps können inspirierend sein und neue Perspektiven eröffnen. Ich stimme zu. Der Austausch mit Freunden oder Kollegen kann neue Ansätze bringen. So entdecke ich oft neue Methoden, die mir helfen. Es ist auch wichtig, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und es ist in Ordnung, seinen eigenen Weg zu finden. Ja, das stimmt. Ich versuche, meinen eigenen Maßstab zu setzen und mich auf meine Ziele zu konzentrieren. So bleibe ich motiviert und zufrieden. Und wenn mal etwas nicht klappt, erinnere ich mich daran, dass jeder Tag eine neue Chance bietet. Man kann immer neu beginnen und sich verbessern. Genau, jeder Tag ist eine neue Möglichkeit, sich zu entfalten. Das gibt Hoffnung und macht das Leben spannend und abwechslungsreich. Vielen Dank, dass ihr uns durch diese Podcast-Reise begleitet habt. Wir hoffen, dass unsere Tipps für die Tagesplanung euch inspiriert haben. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit euren Erfahrungen oder Lieblingsmethoden aus dem Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, damit ihr keine neuen Episoden verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt motiviert, euren Tag sinnvoll zu planen. Die Neugier. Neugier macht den Morgen interessant. Ich spüre Neugier am Morgen. Die Laune. Gute Musik hebt die Laune. Am Morgen ist meine Laune besser. Die Dankbarkeit. Dankbarkeit tut mir gut. Ich beginne den Tag mit Dankbarkeit. Das Wohlbefinden. Ein gutes Frühstück verbessert das Wohlbefinden. Bewegung stärkt das Wohlbefinden. Die Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist wichtig. Am Morgen denke ich an Selbstfürsorge.